man sollte nur, und ich betone nur, mit der Betonung auf nur, geupgradete, fertig am besten, geupgradete Items in FLiVE kaufen, weil selber upgraden in wirklich 99,9% aller Fälle, und ich meine, das ist eigentlich schlimmer als jemals zuvor, glaube ich, in absolutem Verlust endet. Also ich würde sagen, also im FLiVE PC war es schon ziemlich schlimm, aber überraschenderweise in FLiVE Universe ist es eigentlich auch extrem schlimm. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was schlechter ist von beiden, was das Thema angeht. Muss ich tatsächlich gestehen, ich habe keine Ahnung. In beiden ist es wirklich fürchterlich. Und ich vermute mal, der Hauptgrund ist wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, es gibt wahrscheinlich verschiedenste Gründe dafür. Ein paar davon vielleicht sogar illegaler Natur, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich denke, ein Hauptanteil wird tatsächlich auch sein seriengebundene Protects oder halt Protects von Events, mal unabhängig davon, ob sie jetzt seriengebunden sind oder nicht. Und dann, wenn du halt immer wieder rechnest, was würde es mich jetzt in F-Coins kosten? Oder was, wenn ich mir jetzt F-Coins kaufe und von den F-Coins kaufe ich mir Products? Musst du ja nicht selber aufladen, kannst du ja auch von anderen Spielern kaufen, ist ja egal. Und immer wenn du anfängst, das nachzurechnen, wirst du immer auf den Wert kommen oder auf Kosten kommen, die halt jenseits von Gut und Böse sind. Also ich habe es ja letztens gleich erst vorgerechnet. Also ich würde sagen, also meine Erfahrungswerte sind so 400 bis 500 S-Projects auf Budeng. Wenn du jetzt ganz normal upgradest, würde ich jetzt mal schätzen. Oder würde ich mal auf jeden Fall fest mit rechnen. Ich meine, allein von 9 auf 10 brauchst du über 200. Also 400 bis 500 ist schon... Also 500 sollte eigentlich wirklich Maximum sein. Wenn du drüber legst, dann ist es absolute Katastrophe. Aber ich meine, ich hatte schon mal einen Teil auf Budeng mit, ich glaube, 114 Fails, 115 Fails. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Gibt ja ein Video, ist ja nicht so wichtig. Oder 112. Auf jeden Fall dreistellig und auch nicht niedrig dreistellig, sondern auch schon wieder ein bisschen drüber. Und ich meine, allein das musst du dir ausrechnen. Ich meine, es reicht, wenn dir das einmal passiert und die anderen könnten alle bei weniger als Erwartungswert sein, bei 10 drunter oder so. Das muss nur einmal passieren und ein einziges Teil kostet dich weit über 1 Milliarde. Weil da kommen ja dann auch noch die Materialkosten und die Penja-Kosten und so dazu. Vor allem die Materialkosten summieren sich, vor allem wenn man Pech hat, leider halt auch nochmal krass. Und klar, das kannst du jetzt auch nicht mal 4 rechnen, aber das ist ja auch nur das Upgrade von 9 auf 10. Du musstest das Item ja auch noch auf plus 9 bringen, wahrscheinlich von plus 7 aus. Also es ist wirklich utopisch. Und fertige Sets kosten halt, je nachdem, manches, also ich meine, klar, kann man jetzt nicht so fair vergleichen, weil natürlich kostet jetzt ein Set, das halt nicht mehr das Beste, ist nicht mehr so viel Geld. Aber du kannst gutes Equipment kaufen, sag ich mal, ab so 1 Milliarde. Und plus 10, 28%, maximal 1,5 findest du die ersten Sets, also ab 135 halt. Und selbst 150er Sets ab 2 Milliarden, 2,5 findest du auch schon 150er Sets plus 10. Und wenn man, wie gesagt, das nachrechnet, wird man immer sagen, das ergibt keinen Sinn. Wie kann das sein? Und ich würde sagen, eine der Erklärungen, wahrscheinlich nicht die einzige, aber ich denke schon, dass es eine der größten ist, wird einfach das mit den seriengebundenen Products sein. Das ist eigentlich die einzige logische Erklärung, die nichts mit irgendwas Illegalem zu tun hat. Wie gesagt, es gibt sicherlich noch andere Aspekte. Aber allein, wenn ich mal zurückrechne, ich bin jetzt natürlich nur eine Person, aber wenn ich mal zurückrechne, wie viele seriengebundene Protects ich schon hatte und wie viele Sets ich schon geupgradet habe, nur mit seriengebundenen Products, das ist so 90%. Ich habe eigentlich nie wieder Products gekauft, seit Ewigkeiten nicht mehr. Über ein Jahr, glaube ich, das letzte Mal. Oder ein Jahr her. Und ich habe trotzdem hunderte Products auf der Bank. Weil man sie sich tatsächlich erspielen kann. Und das ist, würde ich sagen, auf jeden Fall einer der Hauptgründe. Und ist sicherlich nicht der einzige und vielleicht nicht der größte, aber ein großer Grund. Umso erstaunlicher, dass trotzdem so viele Leute upgraden. Also irgendwie ergibt das keinen Sinn. Aber gut, wenn andere Leute argumentieren oder wenn jemand argumentiert, naja, die Hälfte der Projects, die ich benutze, ist seriengebunden, kommt man auch wieder auf den gleichen Zug quasi, dass es ja dann gar nicht so teuer war. Also wenn du da wirklich mit 400, 500 Products rechnest, dann kannst du sagen, ach, aber die habe ich ja nicht alle gekauft, also war es auch günstiger. Ja.
Gala will einfach auf Zeit spielen, wäre nicht profitabel und schnell für ihr Full Equip kommen. Naja. Ich denke, Gala hat teilweise ehrlich gesagt keine Ahnung, was in dem Game eigentlich abgeht. No front. Aber ich glaube, selbst die Entwickler tappen teilweise mehr oder weniger im Dunkeln über das, was die Community wirklich denkt. Oder was Spieler wirklich denken und wollen und tun und lassen. Zumindest agieren sie nicht so, als wüssten sie es. Also, wie viel Gala da tatsächlich Einfluss in manche Dinge hat. Oder die Entwickler. Und ob nicht manche Sachen einfach nur Zufall sind. Weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, ich will mich natürlich nicht beschweren über sehengebundene Products, ne? Nicht falsch verstehen. Aber was mich schon immer gestört hat, war halt, dass du theoretisch so viel Penya oder so viel F-Coins ausgeben musst für gutes Equipment. Also Z plus 10 ist der Klassiker. Und du verlierst aber einfach instant die Hälfte des Werts oder so. Also du gibst zum Beispiel Upgrade-Kosten, du hast Pech beim Upgraden. Oder sagen wir, du hast keinen Pech beim Upgraden, du zahlst 5 Milliarden für Upgrade plus 10. Und dein Set ist aber nur, oder durch das Upgrade hat dein Set nicht 5 Milliarden an Wert gewonnen, sondern lediglich 3 Milliarden oder so. Und das ist halt schon irgendwie, ich meine, das sind 100 Euro. Das sind über 100 Euro, die einfach verpuffen. Und das, obwohl du kein Pech hattest. Schon crazy. Natürlich kann Gala da jetzt so direkt auch nichts dafür. Ist ja hier freie Marktwirtschaft bei uns im Endeffekt in Live, mehr oder weniger. Aber ist trotzdem irgendwie absurd. Wobei man sagen muss, wenn man wirklich selber upgradet, gibt es ja immer diese sehengebundenen Upgrade-Bundles, die man ja nicht verkaufen kann. Aber man kann sie nur einmal pro Account kaufen, also so heftig sind die eigentlich auch nicht. Aber immer wenn es zum Beispiel S-Product-Event ist, also Upgrade-Event für normale Products, oder für normale Upgrades, dann gibt es ja immer diese Bundles im Shop, die man nur als sehengebundene Version kaufen kann. I guess, da spart man auch nochmal 20-30%. Wenn man die kauft, ist es auch nochmal ein bisschen günstiger. Aber immer noch zu teuer, I guess. Müsste schon 50% weniger sein. Und hunderte Products, und das ist wirklich auch ein Hauptgrund wäre. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall ist es crazy, dass es in Live schon immer so war, dass sobald du upgradest, du eigentlich von Haus aus in Kauf nimmst, dass du dein ganzes Geld verlierst. Oder die Hälfte. Und bei gewissen Beträgen, bei gewissen Upgrades ist das halt sehr, sehr viel Geld. Wie gesagt, in der Regel eigentlich weit über 100 Euro. Bei so Endgame-Upgrades. Also Set plus 10, Waffe plus 10 und so weiter. Ultimate Waffe plus 5 ist noch viel schlimmer, wenn du da Pech hast. Das ist das Schlimmste. Momentan.